Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp und ich will euch in diesem Video zeigen, wie das Journal funktioniert. Ich bin dazu wieder in unseren Testshop in die Shopify-Integration gegangen und gehe jetzt hier in den Bereich Journal. Und das Journal ist grundlegend die Reporting-Übersicht sozusagen, bei der man sehen kann, welche Daten wann wohin übertragen wurden und ob das geklappt hat oder nicht. Und das ist aktuell für diese Bereiche hier nutzbar, für Artikel, Aufträge und für Auftragsstatus und Tracking. Zur Konfiguration dieser einzelnen Workflows gibt es jeweils eigene Videos, die ihr euch natürlich gerne anschauen könnt. Und das Journal funktioniert jetzt folgendermaßen. Ihr seht hier, wenn wir mal mit den Artikeln anfangen, eine Liste aller Artikel, die im Filter sind. In diesem Fall sind es 41 Stück. Und das sind alle Artikel, die ihr hier in der Artikelzuordnung, auch dazu gibt es ein eigenes Video, ausgewählt habt. Ja, ihr seht es hier 41 Stück beim letzten Durchlauf. Das heißt, alle für die Synchronisation mit eurem Shop ausgewählten Artikel sind auch hier im Journal. Und dann seht ihr für jeden Artikel, unterteilt nach Stammdaten, Bestand und Preis, weil das eigene Workflows sind. Wann ist der denn das letzte Mal gelaufen und war er erfolgreich, so wie in diesem Fall, oder war er nicht erfolgreich, so wie in diesem Fall, oder ist er noch überhaupt nicht gelaufen, dann ist das hier so ein grauer Punkt. Ja, ihr seht es auch, wenn ihr drüber hovert, noch nicht exportiert. Und ihr seht auch hierbei, wenn es rot ist, wenn also ein Fehler aufgekommen ist und drüber hovert, seht ihr auch die Fehlermeldung, in dem Fall No Inventory Quantities Found. Das heißt, dieser Artikel hat einfach in Central gar keinen Bestand und konnte daher auch nicht übergeben werden. Was kann ich jetzt mit dem Journal machen? Ich kann jetzt grundsätzlich natürlich hingehen und sagen, okay, ich nutze hier einfach die Suche und er filtert mir die Liste durch, zum Beispiel hier nach Artikelnummer. Ich kann aber auch nach Name suchen und er zeigt mir das passende Ergebnis an. Dann kann ich darüber hinausgehend filtern. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, zeig mal alle, wo der Stammdatenexport erfolgreich war. Ja, und zeigt mir nur dieses eine Ergebnis an. Alle anderen sind noch in diesem Beispiel nicht gelaufen. Ich kann zusätzlich auch hier noch eine von bis Filterung vornehmen und sagen, zeig mir bitte alle Durchläufe an, die im gestern beispielsweise oder innerhalb der letzten 3 Tage erfolgreich exportiert wurden oder die in dem Zeitraum einen Fehler geworfen haben oder die vielleicht noch gar nicht exportiert wurden. Das kann ich machen. Ich kann das gleiche tun für Bestand und auch für Preis und dementsprechend also sagen, zeig mir mal bitte alle an, die in einem bestimmten Zeitraum einen erfolgreichen Preisexport gehabt haben etc. Und dann kann ich natürlich die Filter auch wieder zurücksetzen. Und was ich jetzt tun kann, ist, dass ich über dieses Journal nicht nur sehen kann, wann es was passiert und nicht nur hier die Fehlermeldungen mir entsprechend anschauen kann, sofern es denn eine gibt. Ich kann jetzt die einzelnen Workflows, die einzelnen Jobs auch direkt aus dem Journal heraus triggern. Und das kann ich für den einzelnen Artikel tun. Dafür habe ich hier hinten diese 3 Buttons, um den Artikel, die Artikelstammdaten zu synchronisieren, für diesen Artikel den Bestand zu synchronisieren oder für diesen Artikel den Preis zu synchronisieren. Ich kann es aber auch für mehrere Artikel gleichzeitig tun, indem ich hier vorne mehrere Artikel anhake und hier oben über diese Buttons gehe und sage, für alle ausgewählten Artikel die Artikelstammdaten synchronisieren, den Bestand oder den Preis synchronisieren. Und dann kann ich auch noch Folgendes tun, wenn ich sage, ich möchte hier alle Artikel anmerken, dann habe ich die Auswahl zu unterscheiden, möchte ich nur die 15 Artikel auf dieser Seite oder möchte ich wirklich alle Artikel auswählen, die meiner aktuellen Suche oder meiner aktuellen Filterung entsprechen. Und dann könnte ich hiermit auch sehr einfach für wirklich alle Artikel im Journal, in dem Fall für alle 41, den Initialen oder die Basisdatenübertragung entsprechend triggern. Wo wird das genutzt? Wenn ich zum Beispiel initial alle meine Daten einmal vom Central in meinen Shop schreiben möchte, dann kann ich sehr einfach ins Journal gehen, einfach alle Artikel anhaken, hier triggern, fertig. Und für Preis und Bestand natürlich genauso. Ich kann aber auch super hingehen und sagen, hey, zeig mal alle an, die in einem bestimmten Zeitraum fehlerhaft waren und nur diese hier lege ich dann entsprechend nochmal drauf und lasse das nochmal durchlaufen, weil ich zum Beispiel den ursächlichen Fehler behoben habe. Ein wichtiger Hinweis noch zum Thema
Triggern von Stammdaten-Workflows. Ihr seht hier den Typ. Ja, das heißt, der Typ zeigt an, ist ein Artikel eine Variante oder ist er eben keine Variante. Ne? Keine Variante, Standardartikel oder ein Matrixartikel. Danach kann ich auch filtern und kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur die Varianten angezeigt bekommen oder ich möchte keine Varianten angezeigt bekommen. Wenn ihr die Artikel-Stammdatenübertragung triggern wollt, gerade auch wenn ihr das initial machen wollt und ihr wollt den gesamten Artikel übergeben, inklusive seiner Varianten, dann reicht es völlig aus, den Hauptartikel, den Matrixartikel zu triggern. Ihr müsst nicht alle Varianten auch nochmal einzeln triggern. Warum? Wenn ich den Hauptartikel triggere, dann würde der seine Varianten immer automatisch auch mit updaten. Wenn ich jetzt beides machen würde, also ich würde hier über das Journal den Hauptartikel und zusätzlich auch die Varianten triggern, dann würde ich den damit sozusagen zweimal ausführen. Ja, ich würde einmal die Variante über den Hauptartikel auslösen und, wenn ich den hier markiere, die Variante nochmal zusätzlich. Es ist also viel performanter und auch stabiler, wenn ich nur die Elternartikel an der Stelle trigger. Das also als kleiner Tipp. Es wäre super, wenn man das entsprechend auch beherzt. Das spart einfach auch viel Zeit, spart viel unnötige Jobs bei der Ausführung, bei der Synchronisation der Daten. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich wollte mal einmal initial alle meine Daten von Central in den Shop schreiben, filtert hier eben die Varianten raus, markiert alle Artikel, sagt ja, alle, die ich hier ausgewählt habe und legt sie über diesen Klick entsprechend bei uns auf die Queue. Dann werden die Daten abgearbeitet und ihr könnt wirklich innerhalb von nicht mal einer Minute, ihr habt das gesehen, initial einmal alle Daten von Central in euren Shop schreiben. Das zum Umgang des Journals mit den Artikeln. Es gibt ein extra Video für das Thema Aufträge und Auftragsstatus. Das könnt ihr euch logischerweise auch gerne anschauen. Das funktioniert im Wesentlichen sehr ähnlich, aber wie gesagt, es gibt dafür ein eigenes Video. Ansonsten, wie immer, meldet euch, wenn ihr Fragen habt und viel Spaß beim Nachmachen.